Heute Morgen kommt endlich die Sonne raus. Wir haben unser neues Schlauchboot mitgebracht. Wir haben das Boot schon vom Hänger gehoben und als nächstes schauen wir jetzt mal, ob alles auch da ist, was wir brauchen. Ruder sind da, Sitzbank ist da und das Wichtigste ist auch, die Luftpumpe ist da. Da hatte ich ein bisschen Angst davor, ich habe vorher nicht reingeguckt, ob unsere andere gepasst hätte, aber so wie es aussieht, ist das ähnlich. Der nächste Schritt ist jetzt pumpen, pumpen, pumpen. Na dann viel Spaß beim Pumpen. Und ich gehe jetzt kochen. Ich koche jetzt eine Spargelsuppe mit den ersten frischen deutschen Spargel. Ja, das Boot ist aufgepumpt und... Aber nicht ordentlich. Ja, das geht gar nicht im Moment besser, interessanterweise. Oh ja, und weil ich jetzt festgestellt habe, unsere alte Halterung passt nicht. Die muss ich jetzt mit zum Piet nehmen und die hier kürzen lassen, weil die eingeschweißten Halterungen sind ja deutlich schmaler und im Moment würde das hier nicht passen. Aber das ist kein Problem. Provisorisch werde ich erstmal mit einer Leine an der Davids festmachen und wenn das fertig ist, dann können wir es richtig aufhängen. Der Vorteil ist, wenn es dann tiefer hier ist, dann ist die Davids gleich hier und das Boot kann dann nicht mehr kippen während der Fahrt. Der zweite Teil war eh schon schmaler und das lasse ich erstmal so, das passt. Dann müssen wir noch mal schauen, ob die Länge zum Motor dann auch hinhaut. Ansonsten ja, haben wir hier eine schöne Klappe, wo man alles reintun kann. Man kann auch von hier aus auch den Unterboden ausspritzen. Und man kann sich auch gut vorne drauf setzen beim Fahren. Das hat auch sehr viele Griffe hier, um sich beim Fahren festzuhalten. Und das ist schon eine gute Ausstattung. Macht einen sehr wertigen Eindruck. Guck von der Seite rein. Was hier? Ja. Okay, okay. Das Boot läuft voll, Jürgen. Ja. Das Ding macht nicht zu. Wo ist denn der Stöpsel? Der hängt da Der an dem hängt da. Windfaden. Ah, okay. Oh, das ist der verklemmt. Ganz schön tief. Bei der Erstwässerung direkt versenkt. Ja, die Sicherungsleine beim Reinheben, wenn der Motor tatsächlich ins Wasser fallen sollte, können wir den mit der Leine wieder rausziehen. Okay, ich habe den hier. Ja, okay. Ja. Moment. Okay. Das wird er noch nicht. Okay. Drin, verloren. Sicherungsleine ist wieder ab. Motor dran. Alles gut. Bisschen Wasser ist reingelaufen, weil wir vergessen haben, den Stopfen zuzumachen. Da ist gar kein Sicherheitsventil drin, das das verhindert. Aber sobald dann der David hängt, läuft es raus. Alles kein Problem. Der Motor ist montiert und wir haben bisher noch nicht gestartet. Der kommt frisch aus dem Keller, aus dem Winterlager. Und wir schauen jetzt mal, ob er auch wieder startet. Und dann schauen wir mal, ob der anspringt. Na? Jetzt. Na, hat ein bisschen gedauert, hä? Es sind wieder ein paar Wochen vergangen und heute wollen wir mal unser Boot endlich zu Wasser lassen. Wir haben das jetzt angeschlossen hier, die Länge hinten haben wir mit einem zweiten Karabiner gelöst, sodass wir die richtige Länge haben. Und hier vorne, das Teil ist jetzt gekürzt und da die Halterung sehr tief sitzt, passt das auch hier mit der Länge und unser Boot liegt direkt jetzt hier auf und kann nicht mehr groß wackeln. Das Boot ist im Wasser. Das ist viel einfacher jetzt ins Wasser zu kriegen, weil es 10 cm schmaler ist. Das macht unglaublich viel aus, um über unsere Kante zu kommen. Wir haben jetzt 2 unserer Popfender hier hinten an die Badeplattform gemacht. Dadurch, dass die unten sich voll Wasser saugen und laufen, treiben die auch nicht auf und bleiben relativ gerade. Das ist ein riesiger Vorteil. Die sind ja hohl in der Mitte und das ist super. Ja, das Boot hat hier vorne eine große Öffnung. Da packen wir einfach für unterwegs
2 der Popfender rein. Einen kleinen Anker und eine Leine für den Anker. Und da ist immer noch reichlich Platz für sonstige Sachen, wenn man unterwegs ist. Für meine Handtasche zum Beispiel. Für deine Gucci-Handtasche, genau. Hab ich nicht. Kriege ich eine? Ja, bestimmt. Jetzt haben wir ja Platz, kann nicht mehr nass werden. Der ist super Fach. Da kann man alles unterbringen, was man unterwegs braucht. Und es wird nicht feucht. Weiterer Vorteil ist hier, die Paddel können wir hier unten reinmachen. Die stören also hier oben nicht mehr. Da sind die regelmäßig abgeflogen und eins haben wir auch dadurch verloren. Das Boot hat weiter sehr viele schöne Halterungen, wo wir uns dann festhalten können beim Fahren. Das ist einfach toll. An der Stelle müssen wir uns noch was überlegen, wo die Derwels aufs Boot kommt. Da müssen wir irgendwas drunter machen, dass das hier sich nicht abreibt. Auch hier, das müssen wir noch mal verstärken. Auch das hat sich eingedrückt. Da müssen wir uns auch noch was Stabileres ausdenken. Ansonsten ist alles perfekt. Und jetzt geht's zur Ausfahrt. Die Popfender erfüllen ihren Zweck. Die normalen Fender werden bei Wellengang durch die vorbeifahrenden Schiffe schon entweder auf der Badeplattform oder unter der Badeplattform. Das ist alles perfekt. Der Tank ist an Bord. Und jetzt geht es auf die erste Ausfahrt. Motor läuft. So, Jungfernfahrt. Und? Ja, fährt. Also sitzt sich gut. Das ist kein Pferd. Das ist kein Pferd, aber es sitzt sich gut. Aber man muss natürlich, wenn man auf einer Seite nur sitzt, dann liegt das Boot schon ziemlich schief. Mit 2 Personen geht es gut, sitzt schön gerade. Marina möchte ja nicht so schnell fahren, deshalb fahren wir jetzt erstmal ein bisschen langsam. Genau. Wir gucken mal, was hier draußen auf dem Wasser so los ist, ne? Wie es so abgeht. Ach, guck mal, da stehen die Angler wieder im Wasser. Unsere Hafeneinfahrt ist bei Anglern auch immer sehr beliebt, weil wir haben wirklich ganz riesengroße, tolle Karpfen bei uns. Alles, Barsche, Hechte, alles super. Dicke Brassen, hier kann man alles fangen, was immer man will. Aber der Hecht ist gesperrt. Der Hecht ist nicht schwer. Also Raubfisch ist ja nicht da. Ja, die haben sich da richtiges Zeltlager hingemacht, die Angler. Und das ist ja wirklich, Angeln ist ja wirklich ein Sport, wo man wirklich entspannt, ne? Wo man auch runterkommen kann, wenn man einen stressigen Job hat. Ach, guck mal, da kommen auch noch ein paar Schlauchbötchen. Der Übergang zur Gleitfahrt ist deutlich schwieriger wie bei dem anderen Boot. Man muss also mehr Gas geben, aber da kann man auch ganz schön langsam fahren. Aber ich muss mich natürlich ja fast auf die Spitze setzen. Mit meinem Fliegengewicht kann ich natürlich die 80 Kilo vom Jürgen nicht ausgleichen. War gut. Da bin ich ja zufrieden. Ich fühle mich auch sicher. Mit dem kleineren Boot ist es auch gut. Es ist sehr schön bequem da vorne mit dem. Ich tue mir noch ein Kissen hier drauf, da kann man gut sitzen. Ja. Fährt auch sehr schön mit Langsamfahrt. Wir fahren kurz raus und wollen nochmal die Höchstgeschwindigkeit testen, ob wir mit dem Rumpf die gleiche Endgeschwindigkeit erreichen mit dem Motor wie mit dem alten Boot. Schneller werden wir mit Sicherheit nicht, weil die Geschwindigkeit hängt natürlich ab von der Motordrehzahl und der Schraubensteigung. Und Rumpflänge. Und Rumpflänge. Ja, aber beim Gleiten spielt Rumpflänge keine Rolle. Wir müssen natürlich kurz den Motor warm laufen lassen. Eine schöne Ecke hier am Veluwemeer. Ja. Ja, bis 35. 35.
Freut euch auf das schöne Video von dem neuen Boot. Neue Erkenntnisse, gute Geschwindigkeit. Jürgen ist sehr zufrieden. Ja, das war der erste Eindruck. Die 35 km haben wir erreicht. Das Boot fährt sehr sicher durch den V-Rumpf. Und das war eine ganz klare positive Entscheidung für uns, das neue Boot zu kaufen. Ich fühle mich damit viel sicherer, weil das ist wesentlich unempfindlicher gegen Lenkausschläge. Gerade im Alter macht sich das schon bemerkbar, diese Unruhe. Und hier habe ich mich total sicher gefühlt, auch bei Vollgas. Wir haben mit dem Kauf des Bootes alles richtig gemacht. Und wir hoffen, dass wir da viel Spaß mit haben. Ja, da können wir auch mal schwimmen gehen mit dem Boot. Ja, und angeln. Und angeln. Okay. Jo, tschüss.